Guten Tag, meine lieben Freunde. Vielleicht kennt ihr mich noch aus dem Video, wo ich meine eigenen Figuren kreiert habe. Und zwar diese wunderschöne sexy Medusa auf dem Sofa. Wenn ihr gut zugehört habt, dann wisst ihr, dass das in der Produktion sehr teuer ist. Ich müsste diese für 500 Euro an euch verkaufen, um irgendeinen Gewinn zu machen. Und das ist ein bisschen zu viel. Und das kann ich euch nicht antun, momentan noch nicht, weil die Medusa ist ja noch nicht so bekannt. Wäre das jetzt zum Beispiel so eine Harley Quinn von Batman in diesem Style, in dieser Größe für 500 Euro, wäre das überhaupt kein Problem. Das ginge weg wie warme Brötchen, aber die Medusa ist ja noch ein bisschen unbekannt. Außerdem hätte ich ein sehr großes logistisches Problem, weil die Box rundum wäre so wie diese Acrylbox jetzt hier zum Beispiel. Und das mal 1000, ich habe leider keinen Platz dafür. Darum habe ich mir überlegt, eine neue Figur zu kreieren, eine etwas kleinere, die ich zu einem erschwinglichen Preis verkaufen kann. Wie geht man da am besten vor? Zuerst macht man eine Skizze. Ich habe mich dieses Mal für einen etwas größeren Kopf entschieden, dass es so ein kleines bisschen Chibi-Style aussieht. Nicht so extrem, weil die normalen Chibi haben ja den Kopf so groß wie der Rest vom Körper. Aber ich wollte es so ein bisschen süß halten und ich denke, das wird ganz bestimmt richtig putzig. Hier ist die Skizze, meine lieben Freunde. Ihr seht sie schön im Chibi-Style. One Snake Behind. Es sind 7 Schlangen und eine ist immer so irgendwo am Hinterkopf. Hier ist die Base. So im Eulen-Style, wegen Athene und so und auch ja wegen einer Szene aus Manga. Dieses Design hier ist inspiriert von Revenge of Medusa, mein Manga. Hier ist diese Pose, hier sieht sie eben normal aus und hier ist es eben so ein bisschen Chibi-Style, weil es wird ja so eine kleine und süße Figur. Als nächstes schickt ihr das Ganze eurem 3D-Artist des Vertrauens und hofft auf ein Wunder. Tja, da wollte ich das mal was günstigeres suchen im Fiverr und das ist das erste Modell, war scheiße, da musste ich ihm das hier schicken, ein bisschen wavy da, diesen Rock. Hier seht ihr, die Abstände sind nicht gleichmäßig, auch diese Haare ein bisschen mehr runter, auch die Augenbrauen, auch hier das Kreuz unter ihrer Wange, das darf nicht drauf sein, sondern es wird ja hingemalt, smaller ears und ein bisschen smoother. Hier, guckt euch das an, die Haare, what the fuck, man, voll messy, hässlich. Hier, die Haare gehen in die Schulter hinein, auch nicht gut. Die Zehen sind Katastrophe, ich zeige euch gleich noch ein anderes Bild. Hier, das sieht voll messy aus. Hier, guckt euch mal die Zehen, wie er gemacht hat. Ja, ich bin selber schuld, wenn ich was Günstiges auf Fiverr möchte. Habe ich ihm diese Referenzbilder noch geschickt, mache es ein bisschen besser. Hier auch diesen Dolch ein bisschen kürzer machen. Hier hinten dieses Schlangenmuster. Hier ihr Höschen muss man natürlich auch noch sehen können ein bisschen. Ne? Hier das Täschchen geht auch so in das Bein hinein und hier ein bisschen näher zusammen. Und dann dieses Underboob-Ding hat er erst so dreieckig gemacht. Habe ich gesagt, nee, das muss gerade sein. Hier noch mehr Details, alles schön genau. Und hier mit diesen 2 Dingern, die so hängen, muss er auch noch ändern. Das hier geht auch, der Gürtel geht in den Rock hinein. Diese Tasche auch ein bisschen näher zusammen. Dann hier bei ihren Sandalen, was ist das hier? Also wirklich so uneben und ja, einfach so gepfuscht alles ein bisschen, ne? Und dann ja, haben wir hier noch dieses, musste er noch flach machen, hier in ihr Holster für den Dolch. Auch hier ein bisschen mehr Struktur. Und schlussendlich ist es das geworden. Kein sehr großer Unterschied. Tja, und so hat das Design dann schlussendlich ausgesehen. Ich war eigentlich gar nicht so zufrieden, aber in der Zwischenzeit habe ich die ganze Zeit anderen Artists auf Instagram angeschrieben. Dort findet ihr ganz viele sehr gute 3D-Artists. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht 20 angeschrieben, von denen hat mir einer geantwortet, ein einziger. Und der hat dann das gesehen und gesagt, ja, das sieht richtig scheiße aus, dies, das, komm, ich mach dir eine Verbesserung, bla bla, zap, zarab. Er hat irgendwie in einem Abend, hat er mir was voll Geiles gezaubert und ich habe gesagt, okay, aller Schwede, ich nehme dich, du machst mir eine neue Version. Und so habe ich dann dem Alten, diesen vom Fiverr, habe ich gesagt, ja, komm, ist schon gut.
ich sehe, er kriegt das einfach nicht hin. Was ist so schwer daran, etwas 1:1 zu machen wie das? Du siehst ja, wie es ist, also erfinde nichts Eigenes, Mann, Alter. Hier hast du ja die Schablone und korrigiere das so lange, bis es stimmt. Aber er konnte das nicht. Oft habe ich auch das Gefühl gehabt, egal was ich ihm sage, der versteht mich nicht. Der macht einfach irgendwas anderes. Und der neue Artist dann von Instagram hat mir dann dieses wunderschöne Modell gezaubert. War auch nicht perfekt, mussten wir auch sehr lange nochmal bearbeiten, weil ich bin da schon extrem pingelig, wenn es um meine Figur geht, dann muss das wirklich 100% stimmen. Hier zum Beispiel hat er viel zu viel Volumen gemacht am Anfang bei den Haaren, musste verändern. Hier geht es auch wieder in die Schulter hinein, weiß nicht, ob das so ein bekanntes Problem ist. Dieses Muster ein bisschen größer, hier auch ein bisschen hat Messi ausgesehen und ganz viele kleine Details, aber ja, schlussendlich war ich schon zufrieden. Wenn ihr dann endlich mal mit dem 3D-Modell 100% zufrieden seid, dann schickt ihr es in die Manufaktur. Dann wird das Ganze erstmal auseinandergenommen in 1000 kleine Stückchen, bevor es dann endlich mal gedruckt mit einem speziellen Resin und bemalt werden kann. Hier ist der in Action mit dem Airbrush. Und dann kam wieder ein kleines Problemchen, genau wie bei diesem hier, das erste Modell, das Gesicht Katastrophe. Guckt euch das an. Als ich das gesehen habe, dachte ich, nein, warum sieht das so scheiße aus? Das Problem war, dass er die Augen hingemalt hat mit dem Pinsel. Ziemlich kacke, ne? Der Rest war im Großen und Ganzen sehr gut. Ich habe ihm nur gesagt, er soll noch ein bisschen mehr so weiße Strähnchen reinmachen, damit man die Struktur der Haare ein bisschen besser sieht und so ein bisschen ein Gradient-Farbton auch im Gesicht, so ein bisschen pinkisch und so Blushing-Effekt und so, das musste schon sein. Und noch ein paar klitzekleine Details, die er dann anpinseln musste. Die Augen waren so, weil normalerweise machen sie ein Decal. Decal ist so wie ein kleiner Sticker. Da muss ich ihm diese Augen bereit machen und er druckt das dann mit so einem speziellen Sticker und klebt das so hin und diese Farbe überträgt sich dann. Da ich ja voll im Stress war eigentlich wegen der LBM, musste das Ganze sehr, sehr, sehr schnell gehen. Auch für das 3D-Modell hatte der Artist, wir haben extra noch einen schönen Vertrag vorher gemacht, war einiges teurer, dieser 3D-Artist von Instagram, so ein Typ aus Brasilien. Aber Qualität hat ihren Preis, ne? Man hat sofort einen Unterschied gesehen. Der ist ein richtiger Künstler und nicht so wie dieser Dienstleister von Fiverr. War richtig beschissen. Und darum ist das Ganze irgendwie so in einem großen Druck entstanden, aber hat trotzdem geklappt, weil ja, ich habe ihnen allen die Deadline für den 20. gesetzt, auch für das kleine Modell, oder? Für den Paintjob und ja, für den Prototyp, dass das bis zum 20. fertig werden will, dass ich dann noch schön Zeit habe, eine Box dann zu designen und so, dass ich das dann mitbringen kann auf die LBM. Yep. Und die Leute aus der Manufaktur haben dann gesagt, ja, es wird dann knapp, wir haben keine Zeit mehr für den Decal, für den Kleber, für die Augen zu machen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann will ich das nicht. Ich will nicht so ein Scheißmodell. Ein einziges Modell, das soll perfekt aussehen. Ich muss ja Fotos machen und Werbung für das Ganze. Ich kann das nicht so den Leuten zeigen mit diesen hässlichen Augen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, auch wenn es am 21. oder 22., 2 Tage später ankommt, macht nichts. Hauptsache, ihr macht das noch richtig. Das war so übers Wochenende. Die haben noch tatsächlich über das Wochenende gearbeitet. Ich habe ihnen das hier bereit gemacht. Hier seht ihr die Augen, wunderschön. Und dann auch mit den Augenbrauen. Und dann konnten sie das drucken. Und dann endlich und ich war zufrieden. Yes. Jetzt muss es nur noch ankommen bis zum 20. Oder ja, vielleicht ein paar Tage später. Endlich ist es soweit, meine lieben Freunde. Ich habe gerade von DHL zu hören gekriegt, dass sie schon unterwegs sind zu mir. Das heißt sogar noch ein Tag vor der Deadline. Ne? Ich sagte Ihnen bis am 20. Maximum. Und trotz der Korrektur des Review und der Nachbearbeitung und allem, haben sie es trotzdem noch einen Tag vorher geschafft. Geil. So, jetzt nur noch abwarten, bis er endlich kommt. Hier kommt die Post, aber kein DHL.
Wir sind soweit, meine lieben Freunde. Endlich. Das Unboxing beginnt. Schön fett eingepackt. 2 Figuren sind da drin. Das Unboxing für Medusa mache ich ja schon vorher. Darum muss ich dieses Video ein bisschen zurechtschneiden. Hier ist noch eine andere Figur drin, die ich für euch jetzt leider noch nicht zeigen darf. Aber ich hoffe, sehr bald. Switzerland. Sehr schön verpackt, muss ich sagen. Sehr carefully mit dieser weißen Schaumbox oder wie man dem sagt hier. Mit Schütteln wird das nichts heute. Yes! Ich bin so gespannt wie ein Pfeilbogen. Alle Schwedentorte, du. Wunderschön. Sehr sorgfältig, dass ja nichts kaputt geht hier. Ich glaube, ich weiß schon, was das ist hier. Aber gehen wir mal weiter. Sind schon ein paar Stückchen hier. Und hier ist Medusa, würde ich jetzt mal sagen, weil die ist in einem Stück. Puh. Okay, seid ihr bereit? Oh, ist ja kleiner als ich dachte. Hier ist er. Boah, voll die geile Qualität, Mann. Boah, Alter. Krass, all diese Details. Ui, 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 ui. Guckt euch mal all die kleinen Details an hier. Oh, herrlich. Wunderschön die Haare und die Schlangen. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, noch. Eine Schlange, ist die zerbrochen hier oder was? Oder muss ich die jetzt noch anleimen? Hier seht ihr die Base unten. Ein richtiges Schmuckstück. Ja, und diese kleine Schlange, wo ist sie, Mann? Ich hoffe, die ist nicht verloren gegangen irgendwo. So, jetzt lass mal da die kleine Schlange suchen und ihren Arm und das Schwert, weil es war zu spitzig und sehr zerbrechlich. Aha, hier ist der eine Arm. Hier sind ihre Arme. Komm jetzt, Fokus, Fokus. Einer mit dem Schwert, mit dem Dolch. Das ist ein bisschen scheiße geworden hier, gebogen. Ja, es ist sehr weich, aber sehr schön bemalt. Wo ist die abgebrochene Schlange? Die ist tatsächlich jetzt abgebrochen. Schade Marmelade. Das ist jetzt eben wegen dem Prototyp, ne? Ist abgebrochen, weil es ist so ein Resin und das ist sehr, sehr, sehr zerbrechlich. Wenn das aber dann in eine große Produktion geht, dann wird es mit PVC gemacht und PVC ist so ein bisschen elastisch und auch wenn das am Boden fällt, keine Chance zum Zerbrechen. Ich leime das jetzt mal eben zusammen. Und hier ist sie, meine lieben Freunde. Also ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Jedes einzelne kleine Detail stimmt. Schön bemalt mit dem Airbrush und mit dem Pinsel. Die Augen perfekt. Zuckersüß, meine lieben Freunde. Oh Mann, ich lieb's, ey, ist so geil. Wirklich sehr, sehr, sehr geil.
Jetzt habe ich die Preise bekommen, also für die Produktionskosten, tralala. Das teuerste ist immer die erste Welle, oder? Wegen den Moldkosten, oder? Und hier braucht man zuerst ein Mold. Das heißt, so wie eine Schablone, die gemacht wird, die dann mit PVC gegossen wird. Und darum ist immer ein bisschen teurer. Ich kenne jetzt aber den Preis, den ich auch euch anbieten darf, meine lieben Freunde. Es ist ein bisschen weniger als 500, wie für diese hier. Haltet euch fest, am Ende des Videos nenne ich euch den Preis. Aber, was ist jetzt noch übrig geblieben? Ich muss jetzt eine Flugzeuge über mir, weil ich bin hier in der Nähe vom Flughafen. Ich brauche jetzt eine fette, geile Box und darum habe ich diese Schablone hier bereit gemacht. Ja, ich war etwa 5 Stunden dran an dieser Kacke. Ich habe das zuerst auf einem großen Blatt Papier gemessen, weil ja, zuerst muss man die Größe abmessen von der Figur, die Höhe, die Breite und die Tiefe. Und ja, damit es schön Platz hat in der Box. Für diese Schablone habe ich mich von Funko Pop inspirieren lassen und Kotobukiya. Ist so ein Mix, den ich gemacht habe, also nicht klauen, ne? Ich habe mir noch extra diese wunderschöne Bastelfolie besorgt für so eine geile Fensterbox dann am Schluss. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go. Und hier ist es, das fette Box-Design, meine lieben Freunde. Das war ein verdammter Riesen-Struggle jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt hier verbracht habe. Das größte Problem hier mit dem iPad, mit dem Procreate ist, dass je höher die Auflösung ist, also je besser die Grafik, desto weniger Ebenen hat man zur Verfügung. Nur 6 Ebenen hatte ich die ganze Zeit und musste die immer wieder so zusammenfügen und eine neue machen. Und irgendwann hat es keinen Platz. Ja, Maximum-Limit erreicht von den Ebenen und das war so ein Pain in the Ass. Das Beschissenste daran ist jetzt, wenn ich dann die nächste Verpackung mache, kann ich nicht einfach mal schnell editieren. Ich muss alles nochmal neu einfügen und zusammenschnippeln und so Kacke, ja. Ich habe jetzt meinem Druckerboy-Kollegen geschickt und ja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen tätowieren. Er macht jetzt extra Überstunden für mich, dass er das heute noch schafft und dann kann ich das Ganze zurechtschneiden und zusammenbasteln. Cool. Ladies and Gentlemen, I present to you die Boxen. Das Packaging-Material. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Okay. Bisschen weicher als ich dachte. Matt, ohne Glanz. Ich denke, mit Glanz wäre es noch ein bisschen vielleicht edler. Aber okay, wir mussten es in 2 Teile machen, weil er hat nicht so große Blätter. Und darum haben wir es jetzt in 2 Teile gemacht. Dann mache ich hier eben so ein Ding zusätzlich zum Kleben. Kann ich ja dann selber auch zurechtschneiden. Aber ja, ich sehe es ja dann. Hier ist der zweite Teil hier. Ich sehe es ja dann, wie es aussieht am Schluss so als ganze Box, aber ist schon ziemlich weich. Es ist ja auch nur ein Prototyp, ne? Wenn ich dann die richtigen Figuren bestelle auf Großmenge, dann wird das alles für mich richtig professionell gemacht dort mit dem Blisterbox mit diesem Plastik drin, das die Figuren festhält und dann ist die Box ja automatisch auch stabiler und ich denke, die haben dann richtig schönes, fettes Material. Eigentlich hatte ich irgendwo so wie ein kleines Skalpell, aber ich habe es nicht gefunden. Dann habe ich eben diesen Cutter genommen und ja, es war ziemlich scheiße, auch wegen dem Lineal. Ich denke, ich brauche da schon so ein metallisches Lineal, aber es sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? So, und jetzt noch die Folie mit einem kleinen Kleber. Dieser Kleber war echt scheiße, also ich empfehle besser so einen Sekundenkleber, weil ja, diese Folie, sie hält jetzt nicht so gut da drin.
Aber es ist voll okay. Seht euch das an, dieses Schmuckstück. Meine allererste Figurenbox im Leben und ich finde es einfach herrlich, weil ich es selber gemacht habe, selber zusammengebastelt. Hier seht ihr noch ein kleines Artwork, ganz viele Infos auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Wenn man in der Schweiz verkaufen will, dann muss man eben all die Landessprachen einfügen auf der Verpackung und auch hier unten diese Warnhinweise und so. Aber ja, ich denke, das kann sich schon sehen lassen, so richtig wie im Laden, ne? Und so entsteht ein wunderschöner Prototyp einer Figur. Dieses Schmuckstück, meine lieben Freunde, wird limitiert sein auf 500 Stück, vielleicht auf 1000, ich weiß noch nicht, je nachdem wie viele Leute pre-ordern, wie groß das Interesse ist und so. In jeder Box gibt es noch einen Mini-Manga dazu, 22 Seiten, plus bekommt ihr ein Zertifikat of Authentication mit Signatur von mir für nur 80 Euro, meine lieben Freunde. Nicht 500 wie diese hier, nur 80. Schnäppchen, ne? Sehr bald könnt ihr es schon vorbestellen. Ich muss noch nur kleine Hintergrundsachen regeln. Folgt mir auf jeden Fall im Instagram, Ducky Art oder Mythos Manga oder Mythos Collectibles. Dort erfährt ihr dann alle Informationen und so über Vorbestellung, tralala. Vielen Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr die Figur? Hättet ihr Interesse oder nicht? Bis zum nächsten Mal, bis zur LBM nächste Woche. Tschüss!